Vergiss komplexe Chartanalysen. Vergiss die Prognosen der Banken. Die Wahrheit ist, man braucht nur simple Mathematik, um zu verstehen, warum der Bitcoin-Preis nicht nur steigen kann, sondern auf über $1.000.000 explodieren könnte. In diesem Video zeige ich dir den einfachen, aber überzeugenden mathematischen Beweis dafür. Bleib dran, denn was jetzt kommt, könnte deine Sicht auf Geld grundlegend verändern. Jeden Tag, an dem du aufwachst, ist dein Geld auf der Bank weniger wert als am Tag zuvor. Das ist keine Meinung, das ist eine Tatsache. Der Grund dafür ist ein Wort, das wir alle kennen, aber dessen wahre zerstörerische Kraft die wenigsten wirklich begreifen. Inflation. Stell dir vor, du sparst mühsam 10.000 Euro. Während du dieses Geld zur Seite legst, sitzen Menschen in den Zentralbanken, sei es die EZB in Frankfurt oder die Federal Reserve in den USA, und erschaffen mit wenigen Mausklicks Milliarden, ja Billionen neuer Euros oder Dollars. Aus dem Nichts. Und was passiert, wenn man die Menge von etwas beliebig vermehrt? Genau, der Wert jedes einzelnen Teils sinkt. Dein Geld ist wie ein Tropfen Wasser in einem Ozean, der künstlich immer weiter aufgefüllt wird. Dein Tropfen wird bedeutungsloser. Deine Kaufkraft schmilzt wie Eis in der Sonne. Das ist auch kein Zufall. Das ist das Design des Systems. Man nennt das auch eine moderate Inflationsrate. Aber in Wahrheit ist es eine stetige Enteignung deiner Lebenszeit und deiner Arbeit. Die extremen Folgen sehen wir in Ländern wie Argentinien und der Türkei, wo Menschen durch Hyperinflation quasi über Nacht ihre Ersparnisse verlieren. Aber auch bei uns passiert genau das Gleiche, nur eben langsamer. Dein Geld verliert jedes Jahr an Wert und du musst immer schneller im Hamsterrad rennen, um nur auf der Stelle zu treten. Du brauchst höhere Gehaltserhöhungen und musst riskantere Anlagen tätigen, nur um den Wert deines Vermögens zu erhalten. Es scheint ein Teufelskreis zu sein. Scheinbar. Denn genau für dieses Problem wurde eine Lösung erfunden, die nicht nur den Versprechen der Politiker basiert, sondern auf den unbestechlichen Gesetzen der Mathematik. Diese Lösung heißt Bitcoin. Und um sie zu verstehen, musst du fast alles vergessen, was du über Geld zu wissen glaubst. Bitcoin wird nicht von einer Bank oder Regierung kontrolliert. Es ist pures, digitales Eigentum, gesichert durch ein globales Computernetzwerk. Aber seine wichtigste, alles entscheidende Eigenschaft ist eine einzige Zahl: 21 Millionen. Es wird niemals mehr als knapp 21 Millionen Bitcoin geben. Die exakte, im Code festgeschriebene Obergrenze liegt bei etwas darunter 20,999 Millionen. Diese Grenze ist nicht verhandelbar. Kein Politiker, kein Banker kann einfach mehr davon erschaffen. Es ist wie ein Naturgesetz in der digitalen Welt. Diese absolute Knappheit ist der direkte Gegenentwurf zu unserem Fiat-Geldsystem, in dem die Geldmenge theoretisch unendlich ist. Auf der einen Seite haben wir die Euros, Dollars und Co., deren Angebot willkürlich erweitert werden kann. Ein System, das Sparen bestraft. Auf der anderen Seite steht Bitcoin. Ein Gut mit einer mathematisch garantierten, endlichen Angebotskurve. Alle 4 Jahre wird die Rate, mit der neue Bitcoins geschaffen werden, halbiert. Ein Ergebnis, das als Halving bekannt ist. Dieser Prozess setzt sich fort bis in das Jahr 2140. Der letzte Bruchteil eines Bitcoins geschürft wird. Das bedeutet, Bitcoin wird mit der Zeit immer seltener. Seine Inflationsrate sinkt unaufhaltsam gegen Null. Das macht es nachweislich knapper sogar als Gold, dessen Angebot immer noch steigen kann, wenn neue Minen gefunden werden.
Diese garantierte Knappheit ist der Fels in der Brandung in einem Ozean aus unendlich druckbarem Papiergeld. Und sie ist der erste Baustein für unsere Preisberechnung. Also kommen wir jetzt zum Kern. Warum könnte der Preis auf $1.000.000 steigen? Die Antwort liegt in einer einfachen ökonomischen Formel. Preis gleich Nachfrage durch Angebot. Wir haben gerade festgestellt, das Angebot von Bitcoin ist absolut fix. Es ist ein starrer Behälter, der maximal 21 Millionen Einheiten fasst. Die einzige Variable, die den Preis also nach oben treiben kann, ist die Nachfrage. Und jetzt schauen wir uns an, was mit dieser Nachfrage passiert. Stell dir das gesamte globale Vermögen vor. Aktien, Anleihen, Immobilien und Gold. Schätzungen zufolge beläuft sich das investierbare Vermögen weltweit auf Hunderte von Billionen US-Dollar. Der gesamte Anleihenmarkt allein ist über 137 Billionen Dollar wert. Die Marktkapitalisierung von Gold liegt bei über 16 Billionen Dollar. Dieses gigantische Vermögen sucht ständig nach einem sicheren Hafen, um der Enteignung durch die Inflation zu entkommen. Und was passiert nun, wenn nur ein winziger Bruchteil dieses Kapitals beschließt, in den einzigen Behälter zu fließen, der garantiert nicht überlaufen kann? Machen wir ein einfaches Gedankenspiel. Nehmen wir an, dass nur 5% des globalen Vermögens, das sind bei über 400 Billionen Dollar, immerhin 20 Billionen Dollar, suchen Schutz in Bitcoin. Diese 20 Billionen an zusätzlicher Nachfrage würde auf ein starres Angebot von 21 Millionen Bitcoin treffen. Also geteilt durch 21 Millionen Coins ergibt das einen theoretischen Preis von knapp $1.000.000 pro Bitcoin. Natürlich ist das ein vereinfachtes Modell, aber es ist keine wilde Spekulation, sondern simple Arithmetik. Es zeigt die logische Konsequenz, die entsteht, wenn eine wachsende Menge an Kapital in ein absolut begrenztes Gut drängt. Der Preis ist das einzige Ventil, das nachgeben kann. Er muss unter diesem Druck steigen. Wenn dir diese einfache Logik einleuchtet und du die gewaltige Kraft verstehst, die hier am Werk ist, dann lass uns gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke. Denn wir kratzen gerade erst an der Oberfläche. Jetzt höre ich aber schon die Skeptiker. Lassen Sie uns die 3 wichtigsten Einwände direkt ansprechen. Erstens, 21 Millionen sind doch viel zu wenig für die gesamte Welt. Dieser Einwand übersieht jedoch, dass ein Bitcoin extrem teilbar ist. Jeder einzelne Bitcoin kann in 100 Millionen kleinere Einheiten, sogenannte Satoshis oder Sats, zerlegt werden. Insgesamt gibt es also über 2 Billiarden Satoshis. Das reicht locker aus, um die gesamte globale Wirtschaftsgeschehen abzubilden. Die Knappheit des Ganzen bleibt, aber die Nutzbarkeit im Kleinen ist grenzenlos. Zweitens, was ist, wenn der Code geändert wird und nun mehr als 21 Millionen erzeugt werden können? Das ist, als würde man fragen, was ist, wenn alle Goldbesitzer der Welt beschließen, dass Gold ab morgen wertlos ist? Es ist technisch denkbar, aber ökonomischer Selbstmord. Eine solche Änderung würde das Vertrauen und die wichtigste Eigenschaft von Bitcoin, also seine Knappheit, zerstören und seinen Wert auf Null reduzieren. Millionen von Menschen, die das Netzwerk sichern, würden niemals einer Änderung zustimmen, die ihr eigenes Vermögen vernichtet. Und drittens, ist das nicht alles nur eine riesige Spekulationsblase? Man muss klar zwischen kurzfristigen Preisschwankungen, die von Spekulanten getrieben sind, und dem langfristigen, fundamentalen Wert unterscheiden. Ja, natürlich, der Preis schwankt stark. Aber der langfristige Trend, der zeigt, dass der Wert von Bitcoin nicht nur auf Hype basiert, sondern auf seiner Nützlichkeit als absolut knappes, zensurresistentes und globales Wertaufbewahrungsmittel. Es ist weniger eine Spekulation und mehr eine Wette darauf, dass Mathematik stärker ist
als die Politik der Zentralbanken. All das ist die fundamentale Grundlage. Aber es gibt einen Grund, warum sich der Weg zur Million jetzt beschleunigen könnte. Die institutionelle Akzeptanz. Anfang 2024 ist in den USA etwas Historisches passiert. Die Zulassung der Spot-Bitcoin-ETFs. Das klingt technisch, aber die Auswirkung ist gewaltig. Ein ETF macht es den größten Finanzakteuren der Welt, also Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltern wie BlackRock, unglaublich einfach, Milliarden in Bitcoin zu investieren. Vorher war der Kauf für diese Giganten kompliziert oder komplett unmöglich. Jetzt ist es so einfach wie ein Kauf einer Aktie. Die Tore der Wall Street stehen für Bitcoin offen. Seit der Zulassung sind bereits viele Milliarden an neuem Geld in diese Produkte geflossen. Das ist keine kleine Welle von Privatanlegern mehr. Das ist ein Tsunami aus institutionellem Kapital, der auf den kleinen, festen Behälter mit 21 Millionen Bitcoin trifft. Experten wie Arthur Hayes und Tom Lee von Fundstrat sehen den Weg zur Million nicht mehr als eine Frage des Ob, sondern nur noch eine Frage des Wann. Sie argumentieren, dass diese Mischung aus massiver Geldschöpfung und den einfachen Zugang durch ETFs eine explosive Mischung schafft, die den Preis in den kommenden Jahren unweigerlich in 6- bis 7-stellige Bereiche katapultieren würde. Fassen wir also zusammen. Auf der einen Seite haben wir ein Finanzsystem, das durch unendliche Geldschöpfung darauf ausgelegt ist, den Wert deiner Ersparnisse zu schmälern. Auf der anderen Seite steht Bitcoin, ein digitales Gut, dessen absolute Knappheit durch die Gesetze der Mathematik garantiert sind. Die Gleichung ist simpel. Wenn immer mehr Kapital aus einem unendlichen System in ein endliches System fließt, muss der Preis dieses endlichen Gutes steigen. Ob Bitcoin am Ende bei $1 Million landet, kann niemand mit Sicherheit sagen. Aber die Mathematik und die aktuellen Entwicklungen zeigen klare Richtungen an. Du hast also die Wahl. Bleibst du im alten System und siehst du, wie deine Kaufkraft erodiert? Oder sicherst du dir einen Teil deines Vermögens in einem System, das nicht manipuliert werden kann? Bitcoin ist mehr als eine Investition. Es ist eine Versicherung gegen die Schwächen des traditionellen Finanzsystems. Was ist deine Meinung dazu? Ist die Million unausweichlich? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Und wenn du bereit bist, deine ersten Schritte in dieser neuen Welt zu gehen, abonniere gern diesen Kanal, um auf der spannenden Reise dabei zu bleiben. Ein Like auf diesem Video hilft mir außerdem sehr und dem Kanal natürlich auch enorm. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.